Tamadidevam Purusho Puranam Tamalvarnam Suhitavataram Apar Sangsar Samundra Setum Bhajamahe Bhagavato Sarupam Tamadidevam Purusho Puranam Tamalvarnam Suhitavataram Apar Sangsar Samundra Setum Bhajamahe Bhagavato Sarupam. Srila Bhakti Siddhanta Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada, der hat die ganze Welt eingeladen. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada inviting the whole world to join with us. Srila Bhakti Siddhanta ladet die ganze Welt ein, die höchste Persönlichkeit Srinandanandan Krishna zu verehren. Srila Vyasadev Goswami is so merciful. Srila Vyasadev Goswami Always thinking about the ist so barmherzig, actual and perfect benefit also der denkt of immer an das höchste Wohl für die Menschheit. Er macht sich immer Gedanken über das, wie man die Menschen, die Leute am besten in Haribhajan zu Haribhajan bringen kann. Weil ohne Haribhajan gibt es eigentlich keinen anderen Weg, da gibt es keine Alternative. Also das höchste Wohl, das ist durch Haribhajan. Und deswegen ladet uns Vyasadev ein. Gestern haben wir über Gokarna gesprochen, wie Gokarna, sein Vater, unterwiesen hat, Atmadev, dass er eben frei wird von der materiellen Verstrickung. Also man muss Bhagavatam Dharma folgen. I mean all general dharma, I mean mental dharma, body dharma. Das mentale Dharma, also das körperliche Dharma oder soziale Dharma, aus dem muss man rauskommen, die Verantwortungen. Weil man wirklich keine Verantwortung und keine Aufgabe in dem Sinne hat, sondern die einzigste Aufgabe und die einzigste Verantwortung ist, damit man Haribhajan ausführt, um eine Liebesbeziehung mit dem Höchsten Herrn aufzubauen. Er ist die einzigste Anziehung, das einzigste Objekt der Anziehung für das ganze Universum. In alle Universen, da ist nur er das einzigste Objekt der Anziehung. Und sein Name ist Sri Krishna. Nandanandan. Aber wir fühlen wirklich keine Anziehung für ihn. Deswegen sollten wir uns sehr schlecht fühlen. Also wenn man das durch Sanskrit anschaut, den Namen Krishna, Kri bedeutet anzuziehen. Und Na meint, dass man Vergnügen gibt. In der vollen Ausführung, volles Vergnügen. Also Krishna bedeutet Akarsha, um anzuziehen, und Na bedeutet, um Vergnügen zu geben. Also das ist nur möglich für Krishna, kein anderer Halbgott oder keine andere Inkarnation von Gott. Varaha, Nishinga, Ramchandra, es gibt so viele Avatare, unzählige Avatare, Shaktavesh Avatare.
Gunavesha-Avatar, Lila-Avatar, Manvantara-Avatar, also so viele Avatare, unzählbar, wir können sie nicht zählen. Aber Sri Krishna Nandan, das ist das einzigste Objekt der Anziehung, das ist über allem. Ishvara Parama, Krishna Satchidananda Vigraha, Anadir Adir. Also das Srimad Bhagavatam Purana, das ist gleichzusetzen mit Sri Krishna selber. Sri Krishna Eva Hi, Srimad Bhagavatam Mahapuran, Sri Krishna Eva Hi. Also Eva, das bedeutet gleichzusetzen, was mit Sicherheit, dass das dasselbe ist wie Krishna. Also der Krishna hat sich so in der Klangvibration manifestiert. Also wir wissen bereits, dass Aprakrita Shabda Brahma, das ist dasselbe wie das Objekt, was man damit ansprechen will. Das ist wissenschaftlich, kann man das anschauen. Es ist überall geschrieben, im Chaitanya Bhagavat, im Kali Yuga kommt Krishna in der Form vom Namen und der Name ist komplett identisch mit Krishna. Und da gibt es keinen Zweifel. Also du sollst keinen Zweifel aufzeigen. Du musst kompletten Glauben haben, dass Krishna da ist, sodass er der Barmherzigkeit geben kann. Also Krishna wartet nur, dass er da die Barmherzigkeit geben kann. Also Shukadev Goswami hat da die volle Barmherzigkeit zum Parikshit Maharaj gegeben. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, der will genauso die ganze Barmherzigkeit zu uns geben. Aber haben wir wirklich die Kapazität, das anzunehmen, die Barmherzigkeit? Gurudev, Srila Bhaktivinoda Thakur, alle, die wollen uns barmherzig geben. Aber ein geheimer Punkt ist, über den man nachdenken soll, habe ich wirklich die Qualität, das anzunehmen, die Barmherzigkeit? Also viele Leute haben viele Fragen, viele Zweifel. Also die kommen mit der Frage, oh Maharaj, warum sprichst du, dass Shukadev Goswami und der Gurudev von Parikshit Maharaj ist und warum nicht? Aber wir finden nicht, dass Shukadev Einweihung gegeben hat zu Parikshit Maharaj. Es gibt keine Dokumente über das. Also manche, die streiten mit Srila Prabhupada im ganzen Srimad Bhagavatam, findet man nicht den Namen von Srimati Radharani. Also im ganzen Srimad Bhagavatam ist nirgends der Name von Srimati Radhika vorhanden. Aber in Wirklichkeit ist das ganze Bhagavatam komplett indirekt oder direkt mit Radharani. Aber wir finden Radharani nicht dort. Also das ist traurig. Also was macht man in dem Fall? Anaya Radhito Nunam. Also der Vers im Srimad Bhagavatam, das ist direkt für Radharani. Also bevor wir anfangen, das Srimad Bhagavatam heute zu lesen, nachher will er die Frage zuerst beantworten, warum die Leute denken, oh, Shukadev Goswami, ist das der Guru von Parikshit Maharaj? Da ist ja nichts, keine Dokumente oder nichts dargelegt. Also wir können nichts finden. Also Srila Prabhupada sagt, es sind dumme Leute.
What do you mean by initiation? Also was bedeutet What do Initiation? you mean by Einweihung. initiation? What do you mean by initiation? Was versteht sie unter Einweihung? Sambandha avidya prayojan jnana. Also Einweihung bedeutet, dass man Sambandha, Abhideya und Prayojan What is your duty? das Abhideya, aufbaut. what you are supposed to do? Also Sambandha, die Beziehung, Abhideya, der Weg und Prayojan, das endgültige Ziel. Without any goal, nobody likes to do anything. Also Without any goal, without any objective, without any ohne ein motive, Ziel, ohne ein Motiv will niemand was machen in der Welt. Also man braucht zuerst ein Ziel. Diksha bedeutet Divya-Gyan, transzendentales Wissen. Das ist die Definition von Diksha. Divya-Gyan yato kuryat papasa SHyam. Also du hast so viele sinnvolle Aktivitäten begangen, die kann man nicht zählen, die sind unendlich. Alles Apparat. Aber Gurudev, Sri Guru, der kann die ganzen sinnvollen Aktivitäten verbrennen, wenn du wirklich Zuflucht suchst bei ihm. Also 100%, Guru hat zu 100% die Kraft, all die sinnvollen Aktivitäten, die was du begangen hast, auszulöschen, zu verbrennen. Divya-Gyan tato dadyat. Also du wirst dann, das nächste ist, dass du transzendentales Wissen kriegst. Light. Dip Dhatu in Sanskrit ist Licht, also Erleuchtung. Divya-Gyan. Tato dadyat kuryat papasa SHyam. Papasya bedeutet sinnvolle Aktivitäten. SHyam. Also Kai bedeutet auszulöschen. Sanjay bedeutet auszulöschen. SHyam. SHyam, dass du es wirklich von der Wurzel das Ganze auslöscht. Das ist die Prozedur, wo du Divya-Gyan kriegst, also die Beziehung von Sambandha, Abhideya und Prayojan. Es ist ein automatischer Prozess, durch den du all deine vergangenen sinnvollen Aktivitäten verbrennen kannst. Also denkt ihr, dass Parikshit Maharaj Einweihung nehmen muss von dir? Was denkst du? Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, der sagt, hey, Parikshit Maharaj ist schon eingeweiht von Shukadev Goswami. Wann und wo, wenn wir diskutieren, Chaitanya Charitamrita, ist Chaitanya Charitamrita und Srimad Bhagavatam ist das Gleiche. Also Mahaprabhu sagt in Srimad Bhagavatam Purana, dort ist das Sambandha, Abhideya, Prayojan, Wissen dort. Und Shukadev Goswami, wenn der Srimad Bhagavatam im Detail spricht vom Herzen, also Nektar gleiche Harikatha, Shukadev Goswami, also Parikshit Maharaj ist die fitteste Person, das zu akzeptieren, die Sprache, die Harikatha. Also wie versteht man das? Also ist da niemand anderes da wie Parikshit Maharaj?
Also Parikshit Maharaj, das ist das ideale Beispiel, wie er das Srimad Bhagavatam aufgenommen hat. Das ist einzigartig. And I would like to explain the name Parikshit. Er möchte gerne den Namen Parikshit, was das bedeutet, will er uns sagen. Also ohne, dass man den wirklich weiß, den Namen, Parikshit bedeutet, dass du schon getestet worden bist. Also alle Tests hast du erfolgreich überwunden und du hast die Prüfung bestanden. Parikshita, also du hast die Prüfung bestanden. Also was für Prüfung? Actually, naturally, those who are, Pancha-Pandav and their total destiny and Vangsha, especially those Pancha-Pandav and onward, they have special attraction. Also die Pancha-Pandas, die haben spezielle Anziehung zu Krishna. Natural attraction from Natürliche Anziehung zu Krishna. So Parikshit Maharaj, his hearing is unique. Parikshit Maharaj, das Hören ist exzellent und einzigartig. Und Shukadev Goswami ist der richtige Sprecher für das. Es gibt vielleicht so viele Sprecher, aber Shukadev Goswami ist der höchste, der beste Sprecher für Srimad Bhagavatam. Der Punkt ist der, wenn Shukadev Goswami Srimad Bhagavatam spricht, durch das Parikshit Maharaj, der was auch schon Anziehung für Krishna hat, dann ist es ganz natürlich, dass man Sambandha, Abhideya und Prayojan verstehen kann und aufbauen kann. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada, er sogar Parikshit Maharaj durch das Hören vom Srimad Bhagavatam, der kriegt automatisch das Sambandha. Also denkst du, dass er dann eben nur Einweihung braucht? Also versteht das, was Einweihung bedeutet. Die wirkliche Stimmung und Gefühle von Vaishnavas. Ansonsten kannst du dein ganzes Leben Bhajan machen, aber kommst nicht erfolgreich raus. Also du musst das Symptom von Vaishnavas verstehen. Ansonsten kannst du nicht höher gehen. Und du musst da aufpassen, wie viel Bhajan du machst, was für Prozedur ist es. Ist da ein Fehler in dem, über das musst du immer und immer wieder nachdenken. Also jede Sekunde musst du wirklich darüber nachdenken. Mache ich irgendwelche Fehler oder nicht? Srila Bhaktivinoda Thakur, der ist auch sehr besorgt um das. Also die normalen Leute, die wollen ihm sagen, okay, wir haben Einweihung genommen von einem Guru, wir folgen Ekadasi, wir nehmen Bad in der Ganga, wir machen Kartikvrat, wir chanten, aber warum kriegen die jetzt kein Bhakti? Also die machen so viele Sachen und verwenden die Energie in dem Weg, aber trotzdem kriegen sie nicht reine Bhakti. Also Srila Bhaktivinoda Thakur ist über das sehr besorgt, dass eben die normalen Leute nicht interessiert seien über Apparat, Vergehen. Also die vergehen keine Aufmerksamkeit. In unserem täglichen Leben, von morgens bis abends, machen wir im Vergehen. Dharma-Apparat, Nama-Apparat, Vaishnava-Apparat, so viele verschiedene Apparate,
die begehen wir in unserem Leben. Sogar indem wir Prasada nehmen, indem wir mit Vaishnava sprechen. Wir können überall ganz, ganz leicht Apparats begehen. Also die reinen Vaishnavas, die passen sich da sind ganz heikel bei den Dingen. Sind ganz bedacht, dass sie ja keinen Fehler machen. Sie sind ganz perfekt in ihren Ausführungen. Also sie sind komplett entsagt und von der Welt. Also extern sieht man in der Welt, dass sie dieselben Sachen machen wie mir. Sie schlafen, sie essen, sie trinken. Aber es ist in Wirklichkeit ganz was anderes. All ihre Aktivitäten, jede Sekunde, jeder Schritt, jede Aktion, alles ist in Verbindung mit Krishna, mit dem Höchsten Herrn. Das Schlafen, das ist auch Bhakti von denen. Weil in ihrem Traum sehen die auch Krishna und die Vaishnavas. Also da gibt es keine Fehler bei denen. Also im ersten Kanto vom Srimad Bhagavatam, das erste Kapitel, der erste Vers, das ist wie das Gayatri Mantra. Also Gayatri, das ist bedeutet, das ist der Gesang, den was du singst, durch das du die Welt erfolgreich verlassen kannst. Also das starten wir jetzt den Beginn von der Erklärung vom Gayatri Mantra. Also im ersten Vers vom Srimad Bhagavatam, alles Sambandha, Prayojan, Gayatri Mantra, alle Erklärungen sind da. Also das ersten Teil muss man eben jetzt mit kompletter Aufmerksamkeit hören. Dhanya seno nirasada nirasta kuhakam satyam param dhimahi yanmadassu yato anvayaditarasvarthesu savikkasarat tene brahma hridaj adikavaye muhyanti yatsurayo tejo varimida yatha vinimayo yatroti sargaham risa Dhanya seno sada nirasta kuhakam satyam param dhimahi satyam param dhimahi satyam param dhimahi. Try to pay great attention to this word. Satyam param dhimahi sind ganz wichtige Worte, die was wir ganz genau anschauen müssen. Prachodayat. Gayatri means prachodayat, prachodayat to inspire. Please, Prabhu, Supreme Lord, inspire me. Inspiration. Also Prachodayat, bitte inspiriere mich, mein Herr Krishna, weil ohne die Inspiration kann nichts passieren in der Welt. Alle Seelen, direkt oder indirekt, ist alles gemacht bei Krishna. Früchte, Blumen, jemand benimmt sich schlecht, direkt oder indirekt, ist alles verbunden mit Krishna. Duryodhana, der spricht da, Janami dharmam, janami adharmam notame nibritti. Taya risikisa hidistitena jathani yuktosmi tatha karomi. Duryodhana, the notorious people. Also Duryodhana, der Verrückte, das ist die Inkarnation von Kali. Aber er spricht in Form Kesha vor Krishna. Janmady Dharma.
janami adharmam nachame nivritti. Taya risikesa idistitena yatha niyuktosmi tatha karu. I know these sinful activities is bad. Also ich weiß, dass das sündvolle Aktivitäten sind, dass das Apparat, Vergehen sind, aber ich kann das mich selber nicht stoppen, die Aktivitäten auszuführen. Ich bin gebunden, die auszuführen, das machen. Also ich weiß, was Dharma ist. Das ist Bhagavad-Dharma, das wirklich gut ist. Und ich soll es auch machen, aber ich kann es nicht machen. Deswegen durch meine vergangenen Aktivitäten, schlechte Aktivitäten, bin ich eben jetzt gebunden, dass ich so handeln muss. Deswegen alles direkt oder indirekt ist verbunden mit Krishna. Es ist alles ausgeführt bei Krishna. So, Satyam Param Dhimai, Satyam Param. This param, very absolute. Is sambandha. Satyam param dhimahi. Dhimahi is avidya. You know. Dhimahi is avidya. Actually, satyam sambandha. Satyam sambandha. Actually, dhimahi avidya and param, you see, absolute objective that we are going to get. So you see, first of all, janmady, das erste Wort von dem Vers. Janma, Adi, Aso. In Sanskrit, wenn man das aufteilt, Janma, Adi, Aso, Vishesha. This phenomenal world, this material world, you see, is Janma, I mean creation. Also die Kreation ist Janma. Janma daso means Adi, etc. Adi bedeutet etc. und so weiter. And is, maintenance. Erhaltung. Janma, Sthiti, and Bhango, destruction. Und Everything Vergehen. done by Krishna, the Supreme Lord, directly or indirectly. Alles ist direkt oder indirekt von Krishna ausgeführt. From whom? Janmadasu yato. From where this kind of thing happening? Also Creation, destruction, von wo ausgehen die Dinge? Von der Erhaltung, von der Destruktion. all done by whom? Bei wem ist es ausgeführt? Das ist ausgeführt von Parabrahma, Janmada Sayato, Annayad itarato. Annayad means Itarato, directly or indirectly. also direkt oder indirekt. Annayad itaratos. And also, who is full of knowledge. Und bedeutet auch derjenige, der was voll mit Wissen ist. Adesha Vigya Abhigya. Artha bedeutet derjenige, was alles weiß. Total infinite universe, whatever knowledge coming, Also über alle Universen, das Wissen, das kommt direkt oder indirekt alles von Krishna. Was man machen soll, was man nicht machen soll. Krishna ist dem allen bewusst. Also man muss keinen Ratschlag Krishna geben. Wenn wir das Srimad Bhagavatam diskutieren, dann sehen wir, dass Uddhav wie ein Verrückter weint und spricht, Krishna ist total voll mit allem Wissen. Aber manchmal fragt mich Krishna, oh Uddhav, Kim, da ist ein Problem. Was soll man machen? Gib mir bitte einen Ratschlag. Also Uddhav weint. Und er denkt sich, er macht einen Idioten aus mir. Weil Krishna ist eben voll mit allem Wissen.
Aber er handelt so, dass er eben ihn fragt, oh, ein Problem ist auftreten. Kannst du mal einen Ratschlag geben? Was soll ich machen? Aber in Wirklichkeit weiß Krishna alles. Also was man machen soll und was man nicht machen soll. Krishna ist dem komplett bewusst. So Sharat bedeutet derjenige, was Superpersönlichkeit hat. Der muss über nichts also der braucht keine Erlaubnis von dir. Alles, was er macht, ist ohne Zweifel und ohne Frage das Beste. Und er ist nicht gebunden, dass er dir irgendwelche Antworten gibt. Actually, by whom Brahma got inspiration. Tene Brahma Hridaya Adikavaya Mohayanti Surayo. Kavi bedeutet Poet. Kavi bedeutet in dem Fall derjenige, was was Vergangenheit, Zukunft und Jetzt. Und derjenige, was volles Wissen hat über die Schriften, vedisches Wissen. Das bedeutet Kavi. Muhayanti und seine Aktivitäten. Also das ist nicht leicht zum Verstehen. Yatsuryayo bedeutet das die exakte Wort für Wort Bedeutung bedeutet Suryo bedeutet Halbgötter, aber in dem Fall bedeutet Suryo für die Weisen und heiligen Persönlichkeiten. Für den, das ist dasselbe Wort, Suryo. Also das ist ein Vers im Rigveda. Da kriegt man den Ratschlag, dass you will have to see mean it is one kind of a personal, not that. Automatically we will have to go up to that position. Dass du auf die Stufe gehen musst, dass das dann ein automatischer Faktor ist, dass du die Lotusfülle von Krishna continuous durchgehend siehst. Also du musst dich selber auf die Stufe bringen. Also Chakshuratadam, die öffnen die Augen überall, ganz egal wo, und überall sehen die höchste Persönlichkeit Krishna. Aber Muhyanti Suryo bedeutet diejenigen, die was eben weise Persönlichkeiten sind. Manchmal sind sie in Verwirrung, weil Krishna so exzellent ist. Hinter der menschlichen Auffassung. Those, Rishi, Manis, they are, in every step. Also auf jedem Schritt können die nicht wirklich Krishna vollkommen verstehen. Und wie ist es möglich? Tejo, das Wort bedeutet Tejo bedeutet ein Licht. Also starkes Licht. Badi bedeutet Wasser. Jal-Tattva. Mrida bedeutet Schlamm. Tejo vari mrida yada muniyodyo yatro disarva misha.
Also das Licht, Wasser und Erde, manchmal ganz nach der Situation dementsprechend verwechseln. Follow what I say. They are exchanging their own property with each other. It's an automatic Die factor. tauschen. Like in desert, if I am running, riding in desert, sometimes Gib ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn du in die Wüste gehst, siehst du manchmal durch starkes Sonnenlicht in der Wüste, siehst du die Illusion, dass dort Wasser ist. Become light and go up and denser, and water air level coming down. This way, one kind of fallacy going on. From distant place, you can see, oh, there is water, Maharaj. Also von der Ferne sieht man dann dort, dass dort Wasser ist. Aber das ist ein Austausch von den Qualitäten, von den Elementen. Und denen, zum Beispiel die Rehe oder die Tiere, die rennen auch dorthin und denken sich, da gibt es was zum Trinken und die laufen dorthin. Aber da ist nicht wirklich Wasser. Und dann merken sie, da ist nichts da ist und dann sehen sie sich wieder weiter vorne und laufen wieder weiter. Aber dann ist auch wieder nichts. Das ist so ein Mirage. Fata Morgana. So Sand bedeutet Mad, Schlamm, Erde. Actually, Mithika, mud, and that air, tejo, bari, water, and tej. Also Luft, Licht, Sunlight. This way they exchange their property with each other. It's a big fallacy for us to wechseln understand. die Eigenschaften miteinander. It's a big fallacy for us to understand. That is not actual. Das ist nicht Wirklichkeit, das ist falsch. Those who are Mayavadi, they are explaining this Also die way. Mayavadis, die There is no erklären das existence of this material world. auf die Art und Weise, dass es eben in Wirklichkeit gar keine materielle Welt gibt. Das ist alles eine Illusion. Why? They are speaking Sarpe Rajjute Sarpo Brahm. Rajju means rope. Also die geben das Beispiel mit einem Seil. Suppose one rope is there. Sagen wir mal, da ist ein Seil in der Dunkelheit. Und von der Ferne kann man das dann sich denken, fälschlicherweise, dass das eine Schlange ist. Aber in Wirklichkeit ist es keine Schlange. Aber die Mayavadis, die Unpersönlichkeitsphilosophen, die sprechen so auf die Art und Weise, dass in der Welt, die existiert nicht wirklich, das ist falsch. Wie ein Traum. Und die geben das Beispiel eben mit dem Seil, dass man das eben als eine Schlange sieht. Also sie sprechen auf die Art und Weise, die erklären das so, aber in Wirklichkeit ist die Schlange nicht da. Also die erklären das auf die Art und Weise. Und deswegen sagen sie, dass die materielle Welt unnötig ist. Das hat keinen Sinn. Aber die Vaishnava sagen, warum? Wie kannst du so eine Art von Argument geben? Du machst eigentlich einen Fehler im Beginn von deinem Argument schon. Ja, du machst einen Fehler. Was ist der Fehler? Die Vaishnavas, die sagen als allererstes, als allererstes denkst du da, du fühlst das ist ein Problem, das ist eine Schlange, aber es ist nicht wirklich Schlange. Und die Vaishnavas sagen dann, okay, da ist nicht wirklich eine Schlange.
Vaishnavas, they are speaking, how is that possible? Maybe the snake is not there, the conception of snake is there, somewhere the snake is there. Also das Konzept von der Schlange ist da, weil man muss zuerst einmal Erfahrung haben von der Schlange. Also ist die Erfahrung, wenn die da ist, dass du Bescheid weißt, wie giftig, wie gefährlich eine Schlange ist. So deswegen, du hast ja direkte Erfahrung ja schon, dass die Schlange entsteht. So. Vielleicht ist die Schlange jetzt nicht da, aber die Existenz von der Schlange ist nicht falsch. Das will er damit sagen. Also vielleicht ist die Schlange jetzt nicht tot vor dir, aber dein Konzept, deine Gefühle, dass irgendwo eine Schlange dort ist in der materiellen Welt, der ist da. Also ohne, dass du die Erfahrung vorher gemacht hast, dass es eine Schlange gibt, wie kannst du dann so Angst kriegen? Also das Konzept von der Schlange ist da. Das Falsche, weil eben wirklich eine Schlange da ist. Weil du hast die Schlange schon einmal erfahren. Du hast Erfahrung schon gemacht mit der Schlange. Also du willst prüfen, dass das die materielle Welt ist, eine formlose Energie, formloses Brahma, aber zu 100% sagt der Vaishnava, ist dein Argument falsch. Es kann nicht von nichts kommen. Also keine Wissenschaft spricht davon, dass irgendwas rauskommt von nichts. Also das kann nicht einmal ein Verrückter sagen, sowas. Wer kann so ein Argument sagen? Dass irgendwas rauskommt vom Nichts. Also keiner kann so sprechen. On the contrary, those scientists they are bound to speak this way. Im Gegenteil, das sind die Wissenschaftler gebunden, so zu sprechen. Der Grund, in the way of research, cause and effect, karjo karon. If I ask you to get some cream, also die Ursachenwirkung. Also wenn du eine Creme willst, sagen wir mal, kannst du die kriegen vom Wasser? Also du kannst das Wasser schon schlagen und mixen, aber du wirst nicht in Wirklichkeit eine Creme aus dem kriegen, weil eben da ist keine Ursache da, aber oder kein Grund dahinter, aber durch Milch oder Joghurt nachher kannst du Butter kriegen, weil das Potenzial da ist. Also das Potenzial muss im originalen Objekt da sein, nachher kriegst du das. Also wenn nichts in der materiellen Welt ist, wenn wir sagen, alles ist falsch, wir berühren die Sachen, Wand, Tisch, Möbel, so, dass das Konzept, deren Konzept ist falsch, der von den Mayavadis. Das sind Nummer 1 Idioten. Also irgendwas, was man kriegt aus nichts, das kann nicht, das hat keinen Sinn, das kann nicht sein. Der originale Grund überall ist dahinter Krishna. In der Brahma Samhita, Chaitanya Mahaprabhu hat auch gesagt, Brahma Samhita ist das authentische Schrift über philosophische Schlussfolgerung, Siddhanta. 2 Bücher Chaitanya Mahaprabhu geholt in Südindien, die Brahma Samhita, also one is Brahma Sangita, another is Krishna Karnamrita. Both the books authentic. Also es sind alles beide authentische Bücher. So nice book. I was impressed to see this book, all document. You know,
Also alles ist dokumentiert in der Schrift Brahma Samhita, Tattva und Rasa, das Rasa, Gyan, das Wissen, aber Rasa kriegst du von Krishna, Krishna Karnamrita. Also wenn da keine Verkörperung von Rasa ist, woher kriegst du dann Rasa? Deswegen hat er gesagt, 2-3 Tage pro Raso vai saha, Raso evahi. Also Krishna ist die Verkörperung von Rasa. Satchidananda vi Visvatpattvadihetavi tapotrayo vinasayo Sri Krishna yubuyum namah. I already told you yesterday. So tejo vari mrida yatha vinimayo yatro tisarvaham mrisa. Dhamna seno sada nirasta kuhakam. His own power is so excellent. Dhamna seno, sada nirasta kuhakam. Sada nirasta kuhakam satyam param dhimahi. Also vor Krishna kann keine Zauberei, keine Magie, keine Maya kann da existieren. Jaha Krishna da Maya Dikara. Where is Krishna? In front of Krishna, no kind of fallacy, no kind of illusion can Also vor Krishna kann keine Illusion, keine Maya kann dort existieren. So wie der Schatten nicht vor der Sonne existiert. Also der Schatten Maya ist immer hinter Krishna, weil sie sich schüchtern ist, vor ihn zu kommen. Und Krishna ist die Verkörperung der absoluten Wahrheit, absoluten Liebe. So deswegen kann Maya Devi nicht vor ihn kommen. Dhamna is the third case ending in Karak Vibhakti. Dhamna Seno, out of his own power and teja, Dhamna Seno, Dham mane, onek kichu mane hoy, there's so many meaning. Dhamma means tej. Dharma bedeutet Ort, wo wir sein, Dharma. Dharma Sena Prabhav Influence. Tej. Dhamna Sena Sada Nirasta Kuhakam. Nirasta Kuhakam. Nirasta means also Nirasta Kuhak. Any kind of jugglery, any kind of illusion, Maya cannot stand. So Krishna, Illusion kann da nicht stehen bevor das. So Maya, die hat keine Möglichkeit vor Krishna zu sein. In unserer Gaudiya-Schriften findet man auch Kuhak, das Wort Kuhak, Nirasta Kuhak. Dharma, Artha, Kama, Moksha ist Kuhak. Jaha hoite Krishna bhakti hoy antadhyan nirasta kuhakam. Any kind of fallacy, Maya, keine Illusion, Maya kann niemals sich vor Krishna bewegen oder stehen. And this kind of symptom we are speaking. Different kind of symptom. We are not speaking this Krishna. Also, wir sprechen nicht, das ist Krishna, wir können auch zum Gajendra Moksha und gehen, dort finden wir, dass Gajendra Gebete Krishna dargebracht hat. Aber weil Krishna gebetet hat, ist Brahma, Shankar, Indra, die sind alle gekommen. Und die haben auch alle gedacht, oh, vielleicht Gajendra ruft mich, aber sie haben nicht den Namen gesagt. Brahma, Shankar, Indra, alle Halbgötter sind gekommen und die bauten, oh, spricht er jetzt meinen Namen, nachher kann ich helfen. Und schon nicht. Die haben eben ein falsches Ego. Aber Krishna fühlt sich nicht so, der hat nicht so ein Ego. Also er ist immer rein und vollkommen. Das ist, warum Hare
eben realisiert hat, Krishna, dass Gajendra ihn ruft. Jatro jeno jato yasso yasmai jat jat jatha yada. All case ending of karak. Case ending. Karak vibhakti. Also es ist als grammatische Anwendungen auf den Namen. Er hat uns auch gesagt, Chaitanya Mahaprabhu, wo er zurückgekommen ist von Gaya und dann Brahma erklärt hat, Dhatu-Rup und Sattva-Rup, hat er gesagt, dies Dhatu, in der Wurzel siehst du im ultimativen Krishna. Oder in der Wurzel siehst du schlussendlich auch Krishna. Und sind alle Schüler sind dann verrückt worden. Und haben gesagt, früher hat er das nie so erklärt, aber jetzt, wo er zurückgekommen ist von Gaya, erklärt er das auf die Art und Weise. Also Chaitanya Mahaprabhu spricht immer die Wahrheit. Keiner hat die Möglichkeit, das zu prüfen, dass das falsch ist. So Gajendra hat wen jetzt gerufen? There is no name. In Gajendra Stottam is all full of Vedanta. Also es ist kein Name. Das Gajendra Stotta, das Gebet ist voll mit Vedanta. Und er spricht nicht wirklich jetzt persönlich den Namen aus. Aber doch ist Hare gekommen und hat ihn befreit. Ja, richtig, er ist gebunden gewesen. Kommen. Da zu Garuda ist er aufgesprungen und hat gesagt, hey Garuda, du bist so spät. Garuda, der kann so schnell fliegen, schneller wie der Geist. Und doch hat Krishna gesagt, oh, warum bist du so spät? Mein Devoti, ist in Schwierigkeiten in der Zeit. So, wir müssen zu ihm. Also so sorgt sich Krishna um seine Devotees. Satyam param dhimahi, satyam param dhimahi. We are, dhimahi means meditation. Also dhimahi bedeutet Meditation. Let us, Vyasadev Goswami inviting the whole world. Also Vyasadev, der ladet die ganze Welt ein. Er ist nicht egoistisch. Parikshit Maharaj. Prabhu, I am not so selfish. You like to give me kippa, benediction. In dem Vers, Prahlad Maharaj sagt, ich bin nicht so egoistisch. Ich will nicht nur Barmherzigkeit für mich, sondern bitte gib auch Barmherzigkeit zu allen Dämonen, weil ohne dem können die nicht rauskommen aus Maya. Also die meisten, die Sadhus, die Munis, die Heiligen, die gehen in den Wald und meditieren dort über Krishna. Und die kümmern sich nicht dran, wie die Welt wirklich in Schwierigkeiten ist. Also es sind viele egoistisch. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Doktor oder irgendein Mediziner, wenn der in den Wald geht, was hat das für einen Nutzen? Der Doktor, der soll immer vor die Patienten sein und er soll in die Patienten, in die Leute helfen, die was Schwierigkeiten haben. Vor dem muss sich ein Doktor bewegen und vor dem muss die kann er dann heilen. Er kann nicht einfach in den Wald gehen und dann nicht denken über andere. So Vyasadev Goswami is speaking, Vyasadev Goswami is not selfish, you see? Vyasadev Goswami inviting whole world,
Bhajantu he Vishwavasinaha. Vishwadeva. So he's calling actually whole world. You can come and join us. Also er ladet die ganze Welt ein, um über Krishna zu meditieren zusammen und dass wir über Krishnas Namen rufen zusammen. SHyam param dhimahi. Dhimahi means Maharaj, then Dhimahi means in the very first sloka of Bhagavatam there is im ersten Vers im Srimad Bhagavatam, da ist auch Meditation Dhimahi, also das soll man nicht so verstehen, dass da in Wald gehen soll. Dhimahi bedeutet, die höchste Meditation, das kann passieren durch Harikatha, Shravan und Kirtan. Also Prabhupada will prüfen, dass im Satya-Yoga die Stimmung von Bhajan, das war Meditation. Und im Treta-Yoga, da war es Yagya. Und in Dwapara-Yoga Archan. Und im Kali-Yoga ist Harikirtan, Sankirtan. Also die Frucht, was du in anderen Yogas kriegst, all das kriegst du durch Harinam Sankirtan. Im Kali-Yoga-Zeitalter. So you can get all. And more, I would say, more. I can say you can get all. Also du wirst in Wirklichkeit mehr kriegen. Durch das Harinam Sankirtan. Das ist die Medizin für das Kali Yoga. Kaulau-dat Harikirtana. Also er hat schon vielmals gesagt, dass durch Harikirtan kriegt man drei verschiedene Ziele von Kirtan. Shravanam, hören, Kirtan, sprechen und Erinnerung, Smaran. Also wenn man im Vyasa sitzt, also da musst du ständig über die höchste Persönlichkeit denken und nachher kann man erst sprechen, weil man muss eben so mit der höchsten Persönlichkeit verbunden sein, wenn man im Vyasa sitzt und spricht. Das ist dann verbunden mit dem Erinnern und mit Sprechen. Also durch Sankirtan, er spricht Sankirtan, aber für das muss man sich auch erinnern. Und man hört es auch selber, was man spricht. Also was man spricht, hört man selber. Und das nennt sich Kirtan. Und da ist auch Meditation, muss auch da sein, weil ansonsten von woher kommt es, was er spricht. Also die einzigste Person im ganzen Universum, die kann sprechen auf die Art und Weise. Er sagt, Srila Bhaktisiddhanta meinte, also die höchste Meditation, das ist durch Sankirtan. 100%. Srila Prabhupada, der sagt, im Satya-Yoga war Meditation, aber mehr kannst du jetzt kriegen durch, im Kali-Yoga durch Sankirtan. Im Treta-Yoga ist Yagya beschrieben. Aber durch das Nam-Yagya kriegst du im Endeffekt mehr. Bhagavad Katha Yagya, Prema Yagya, da kriegst du mehr und mehr. Also das kann man nicht vergleichen mit der Yagya in dem Zeitalter. Also
100 Ashwamedha Yagyas, die kannst du nicht vergleichen mit dem reinen heiligen Namen, wo du Kirtan singst. Das ist das Höchste, was du machen kannst. Die heiligen Namen singen. Und was ist mit Archan? Im Dwapara Yuga ist Archan die vorgeschriebene Methode. Im Bhajan Rahasya, im Vorwort ist auch geschrieben, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati schreibt, das sind Archan, die Prozedur von Archan, das ist mehr oder weniger, ist ein materieller Körper, mit dem man das ausführt. Und das ist, warum eben Leute sagen, Archan ist Kanishta Adhika, die Anfängerstufe. Aber wenn jetzt die reinen Devotees, wenn die Archan machen, dann ist das ganz was anderes. Das sind immer in Vrindavan, im transzendentalen Vrindavan, Divyat Vrindavan. Also das ist kompletter Unterschied. Also der Gurudev ist dort im Yogapit in der transzendentalen Welt mit Rupa Goswami, Lalita, Vishaka, aber können wir das sehen? Wir sind wirklich blind. Also versucht die Vision zu kriegen, das ist dann Bhajan. Was bedeutet Bhajan? Was bedeutet Bhajan? Bhajan bedeutet, zu reinigen, zu reinigen. Ceto darpana marjanam. Yata yata matpunnagatha savano vidhanai tatha tatha passati vastu suksham chakshusaivo yatha anjana samprajuktam. When you use ointment, black, also wenn du die Augenkrankheit hast, aber dort eine Salbe auf das Auge gibst, nachher wirst du bei der Zeit mehr keilt und keilt. So through ointment, through kajal, you can grow your sight vision, you can see. Also dann entwickelt man eine Sicht, wo man die ganz, ganz feinen Dinge sehen kann. Durch das Reinigen vom Herzen, durch Sankirtan. So wie zum Beispiel alte Menschen, die haben ganz eine schlechte Sicht teilweise, aber ein junges Kind sieht total scharf. Genau das Gleiche ist, wenn man das Herz reinigt, am Anfang kann man nichts sehen. Aber wenn man es mehr und mehr reinigt, nachher hat man die Möglichkeit, die ganz feinen Dinge zu erkennen und zu sehen. Und das ist die gesunde Sichtweise. Param Vijayate Sri Krishna Sankirtan. Das ist das Höchste. Kein Bhajan ist höher. Keine rituellen Aktivitäten oder irgendwas kannst du vergleichen mit Sankirtan. Das ist sogar ein Vergehen. Also versuch das ja nicht zu vergleichen. Das ist ein Out von den 10 Nama-Paradas. Also wenn du den Namen mit irgendwelchen ritualischen Dingen vergleichst, dann machst du ein großes Vergehen zu die Lotusfüße von Harinam Prabhu. Also Harinam Prabhu ist nicht irgendein Alphabet. Das ist Harinam Prabhu, das ist eine Person in Kalna. Dharma, Kalna. Also dort da Bhagavan Das Babaji Maharaj. Der Siddha Mahatma, der hat dort Nam Prabhu verehrt. Also nur das Mahamantra in einem Stein ist gut gewesen, aber er hat den Harinam hat er geschmückt mit Girlanden, Krone aufgesetzt. Weil er kann eben die Aprakrita-Form, die transzendentale Form vom heiligen Namen sehen. Aber wir sehen nur Silben und denken, das ist ein Wort. Aber der heilige Name ist nicht verschieden von Krishna.
Auf die Art und Weise muss man das im Herzen fühlen, lernen, was der heilige Name ist. Also Gurudev, der gibt da den heiligen Namen und zur Zeit von Aniken, vom Chanten, dann siehst du in dem Mantra, den Mantra Devata. So kam Devata und kam Gayatri, das ist dasselbe. Wenn du das nicht sehen kannst, nachher ist es unnötig, Mantras zu chanten. Also wenn du die Mantras wirklich kriegst von einem reinen Sadhu, von einem reinen Guru, spirituellen Lehrer, dann ist es voller Kraft. Nachher, wenn du dem Gurudev dann 100% folgst, nachher ist die ganze Energie kommt dann zu dir. Durch das Mantra. Also es ist 100%ig. Im Archan, die Prozedur, direkt oder indirekt, ist man aber immer mit dem Körper oder mit dem Geist verbunden. Aber die reinen Vaishnavas auf höhere Stufen, wenn die Bhajan machen, die bringen Radha und Krishna direkten Dienst am Yoga-Pit. Prabhupada sagt, oh, du machst ja Archan, aber ich kann prüfen, dass das Archan, in Dapar Yuga Archan, Kalu to Hare Kirtana, said this Archan, I can prove that Archan is, your Archan is not perfect. Also Srila Prabhupada kann prüfen im Darkriyug, dass das Archan nicht perfekt ist. Archan bedeutet, was bedeutet Archan? Archan bedeutet, dass du Dienst machst. Das ist Archan. Also Archan, also da gibt es Panchanga, das ist eine Art von Archan, das Opfern von Tulsi, von Ehrbietungen. Da gibt es 60 oder 5 Dinge, was man opfern kann. Dhub, Deep, Pushpa. Und manchmal 16, nicht 60. 16. Also in der Prozedur sind auch materielle Dinge, wenn dort verwendet. Und wer kann jetzt wirklich sagen, dass das perfekt ist, die Ausführung? Du kannst Milch bringen vom Markt, so Verpackungsmilch, aber das ist nie garantiert, dass das wirklich reine Dinge sind. Dass da die Reinheit vorhanden ist. Oder dass du, wenn du kochen tust, wenn du nicht selber kochst und das opferst, oder wenn du unreine Dinge hast, wenn du opferst, weil in Wirklichkeit alles in der Welt ist kontaminiert. Sagen wir mal, du willst Früchte opfern zu Krishna, nachher gehst du die Früchte zum Markt holen, aber die Leute am Markt, die haben vielleicht davor Zwiebel und Knoblauch gegessen und berühren dann das Gemüse. Und nachher kannst du das nicht mehr opfern, das ist kontaminiert. Ja, im Zug in die Indien sieht man zum Beispiel die Beispiele. Da gibt es manche, die was eben den Tabak in die Hände rollen und nachher geben sie da die Früchte. Das ist alles kontaminiertes Essen. Also nichts ist wirklich rein in der Welt. Es ist keine Reinheit, dass du es wirklich zu Krishna opfern kannst. Alles ist voll mit Unreinheiten. Deswegen ist es das Beste, dass du Sankirtan ausführst. Kein Acharya hat es bis jetzt auf die Art und Weise so erklärt. Nur Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada.
Also du kannst alles kriegen durch das Sankirtan. Satyam Param Dhimahi. Also Meditation bedeutet Harinam Sankirtan. Vyasadev Goswami ladet eben die ganze Welt ein. Bitte Kim und sitz mit mir. So, das ist der komplette Ausführung. Wenn man das Sankirtan praktiziert, durch das kann man alles kriegen. Now, in the Bhagavatam saying, somehow I am explaining. Yeah, Madhya Sloka, Prabhupada explaining 1 month. Also normalerweise den ersten Vers, Janmadasya, den hat Srila Prabhupada 4 Monate lang erklärt, aber wir gehen jetzt zum zweiten Vers. Srimad Bhagavatm Katha Kingva Paririsparaha Sadhu Hridya Varuddhati Atro Kritivihi Susrubhis Tatkanat Dharma projjhita-kaitava atro paramanirmasaranam satam Vedyam vastavamatra vastu Sivadam tapatrayonumadanam Srimad Bhagavate Mahamani Kriti Kingva Parisvaraha Sadhu Hridya Varuddhati Atro Kritivi Sustrubhi Statchana. What does it mean? Dharma. Was bedeutet es? Dharma projjhita-kaitava paramanirmasaranam satam. Dharma, already I explained Dharma yesterday. Dharma means Bhagavatam. Dharma bedeutet Bhagavatama. Atmadharma. Dharma projjhito. Dharma projjhito pro-ujjito. Das bedeutet das Höchste, die höchste Reinheit und komplett erleuchtend, strahlend. Und Kaitava, Dharma projjhita-kaitava. Akaitava. Kitab means falsehood. Falsehood. Also damit man Leute betrügt. So, das sollte nicht da sein. Atmadharma is projjhita-kaitava atro. Akaitava means Akaitava. Dharma artha kam moksha adi esha. Dharma artha kama moksha adi daiva. Es ist im Chaitanya Charitamrita Vers. Dharma artha kam moksha adi esha. Tar moddhe moksha vancha kaitava pradhan jaha haite Krishna bhakti hayantadya. I am discussing Chaitanya Charitamrita or Srimad Bhagavatam. Also es ist simultan, Chaitanya Charitamrita und Srimad Bhagavatam. Also diejenigen, die das Srimad Bhagavatam wissen, durch die Führung vom Chaitanya Charitamrita, dann ist es das Höchste. So, Agyan Tamer Nam Kohiye Koito, Agyan means ignorance. There. Also Agyan bedeutet Ignoranz. Dhamma bedeutet Andhaka, Dunkelheit. So Koitab is equal to darkness there inside my heart. Ignorance is called darkness. Also Ignoranz, das nennt sich Dunkelheit. Es ist die Bedeutung von Dunkelheit. Nice way. Then Krishnadas Kaviraj Goswami is speaking. Dharma, Artha, Kama, Moksha. Das ist alles zum Wegwerfen. Es hat alles keinen Sinn. Man kann durch das keinen wirklichen Nutzen kriegen, obwohl es eben geschrieben ist in die vedischen Schriften. Also warum spricht man so? Du kriegst vielleicht was in Beziehung zu deinem Körper und seinem Geist, aber in Beziehung zu deiner Seele, zu deinem Spirit, zu deinem Atma, kriegst du nichts davon. So, deswegen sagen wir, dass es unnötiges Wissen ist.
that dharma is, apparent dharma. That dharma, here this dharma, first dharma, dharma, projjhita-kaitava, I told you. That dharma is Bhagavad Dharma. Also das erste Wort Dharma ist Bhagavad Dharma. Aber wenn spricht Dharma, Artha, Kama, Moksha, das ist apparent Dharma. Also nicht das Dharma vom Atma. Weil die normalen Leute, die sind nicht interessiert über das Atma-Dharma, über das Dharma von der Seele. Die sind körperlich orientiert und geistlich orientiert und beschäftigt mit den Dingen. Aber das ist so zu verstehen, das Dharma, das ist nicht Atma-Dharma. Das ist Upadhi, das ist so ein Titel im Namen von Dharma. Also körperliches Dharma, Deha-Dharma, geistliches Dharma. Dharma, Artha bedeutet, dass du irgendeinen finanziellen Reichtum da ansammeln kannst. Dharma, Artha und Kama bedeutet dann, dass du das vergnüglich auslebst. Moksha bedeutet, dass du in Wirklichkeit Selbstmord begehst. Moksha bedeutet, dass du eben von irgendwelcher Art von Problemen rausgehst. Also wenn du dich selber tötest, was für Töten bedeutet, das ist das Töten, dass du in die Unpersönlichkeitsauffassung aufgehst vom Brahma. Dann kannst du dich selber nicht mehr fühlen, dann fühlst du keinen Schmerz und kein Vergnügen. Also du gehst in das Unpersönlichkeit ein. Und das ist total schlecht. Das ist Tribhutinat. Also Tribhutinat bedeutet Nash. 3 Stimmungen. Derjenige, der was Bhajan ausführt, die Prozedur vom Bhajan und wen man verehren soll durch das Bhajan. Also wenn du die 3 auslöscht, wer Bhajan macht, die Prozedur und das ultimate Ziel, also das will man durch das Selbstmordakt alle aus dem Weg schaffen, wenn du in das unpersönliche Licht von Brahma eingehen willst. Also du willst es auslöschen, so dass kein Problem in dein Leben kommt. Aber mir Gaudiya, Vaishnava, die singen und sagen auf die Art und Weise. Also wir sagen, hey Prabhu, oh Höchster Herr, wenn ich so viele Probleme kriege durch meinen Dienst zu dir, ich will mehr und mehr Probleme. Ich fühle mich wohl bei dem, weil ich will nur dir Dienst erbringen. Wenn ich so viele Probleme kriege, so viele Probleme und der Schmerz kriege, trotzdem durch das lache und ich habe Vergnügen an dem, weil ich eben so freudig bin, dass ich dir einen Dienst erbringen kann. Das ist Vaishnava Siddhanta, Gaudiya Vaishnava Siddhanta. Aber die Mayavadis, die wollen die Probleme auslöschen. So im Gaudiya Bhajan, da laden wir die Probleme ein und sind freudig, weil wir eben Dienst zu Krishna ausführen können. And by the mercy of Gurudev, actual Bhajan procedure, you are going to get that thing, Krishna. So Krishna, Also Krishna, der Weg zu Krishna, wo du hinkommst zu Krishna und du, das muss alles auf einer Linie sein. Nitya, das ist permanent. Eternal, this is very vital Siddhanta, Gauriya Siddhanta. So Dharma projjhita-kaitava, they say Dharma projjhita-kaitava Parama nigama-saranam satam.
Vedyam Bastava Matravastu Sivadam Tapatra Mulanam Paramanima Saranam Satam. Yesterday I also told this way, before finishing my speech. Also gestern what I told. haben wir schon über den Vers gesprochen. Srimad Bhagavatm, Pramanam Amalam I told you. Is the only property of Vaishnava, pure Vaishnava. It is not your property, it is not my property, it is the only property of pure Vaishnava. Also das ist die Srimad Bhagavatam, ist der einzigste Beweis. Chaitanya Mahaprabhu spricht da in der Bhagavat-Glorifikation, Srimad Bhagavatam, Pramanam Amalam. Yat Vaishnavanam Dhanam. Das ist das einzigste Besitz, denn was Guru Vaishnava, die reinen Vaishnavas besitzen. Nirvatsaranam Satam. Also da soll kein Neid sein. Wenn du irgendwas in deinem Herzen vorhanden ist von Neid, nachher wirst du in den Bhajan runterfallen. Also im Bhajan, wenn nur ein kleiner Duft von Neid da ist, nachher kommst du nicht raus erfolgreich. Also die, was Dharma folgen, den wirklichen Prozess, den wirklichen Weg. Sat bedeutet ewig. Satam bedeutet in dem Wort Sadhu. Also die Sadhus, die was dem Weg folgen und auf die höchste Persönlichkeit zugehen. Parama Nirmatsaranam. Also kein Neid. Vedyam Bastava Matravastum Tapatrayam Mulanam. Also das einzigste Objekt, was wir in unserem Leben, nach dem wir streben sollen, ist die höchste Persönlichkeit. Atravastu. Es ist die ewige Substanz, das ewige Ziel, das ewige Objekt. So, die Verkörperung von der höchsten Persönlichkeit, das ist Krishna. Shivadam. Shiva bedeutet günstig, Mangal. Shivadam, Shiva Mangal, das was eben komplett günstige Umstände schaffen kann für eine Person. Also gestern haben wir schon darüber gesprochen. Die meisten gebundenen Seelen, die seien eben immer in Problemen. Adhyatika, die Bhautika, die Daivik. Da ist kein wirklicher Frieden in dem. Der Frieden ist nicht im Äußerlichen, der Frieden ist innerlich. Das ist Krishna. Tatra Tappamulayam bedeutet im Adhyatmik, Adibhautik, Adidaivik. Die, was du ständig kriegst, die Probleme, was ständig auf die zukommen. Aber das wird alles ausgerissen bei der Wurzel der Probleme. Die existieren dann nicht mehr, wenn du auf Krishna zugehst. Also da ist keine Wurzel mehr vorhanden. Wenn da nur ein bisschen eine Wurzel ist in der Erde, nachher heute oder morgen kann wieder eine Pflanze wachsen. Tapate Anmulanam bedeutet das, was alle Probleme auslöscht aus deinem Leben.
Srimad Bhagavatam Mohe Srimad Bhagavatam Mahamuni Krite. Here Sita Sai was speaking. Srimad Bhagavate Mahamuni Krite. And Mahamuni Krite. At all, this Mahamuni mean, here is, yesterday I also told, somehow, someday, in future, in Purana it is written, also gestern hat er uns auch so gesagt, dass es irgendwann irgendwie einmal geschrieben worden ist, dass Narada das Wissen gekriegt hat von Narayan Rishi in Padrik Ashram. Das ist, aber da jetzt, das Beispiel ist mehr praktisch. Also, das ist Vyasadev Muni. Srimad Bhagavatam Mahamuni, in dem Fall kann er Vyasadev sein. Also, das ist ausgeführt worden von Mahamuni. Also, da kannst du jetzt denken, das ist der Vyasadev, der Muni oder Narayan Rishi. Beides besteht, die Möglichkeit. Ist offen für beides. Kingva Paririshvara. Kimva Parire. Was können wir machen mit anderen Schriften? Was geben die uns? Was für Wichtigkeit haben die uns zu sagen? Das ist wirklich kein Nutzen. Du kriegst durch das Srimad Bhagavatam hören den höchsten Nutzen. Brauchst keine andere Schrift. Also jede andere Art von spirituellen Weg, Bhajan, das ist im Endeffekt nicht wirklich, dass du wirklich einen Erfolg haben wirst. Also Srila Prabhupada, die können lesen und hören über Mayavad-Philosophie, dass sie die Bescheid wissen über die Philosophie, aber für uns, das zu lesen, das macht uns nur Probleme. Deswegen ist es im Chaitanya Charitamrita geschrieben, dass wenn du Mayavad-Philosophie herrschst, dann kann das ganz gefährlich werden in deinem Leben. Das spricht Chaitanya Mahaprabhu. Aber für Srila Bhaktivinoda Thakur, für Srila Prabhupada, die haben da kein Problem, die Sachen zu lesen oder zu hören. Kimva Parir. Was ist der Nutzen, wenn du eben die Schrift und die Schrift und die Schrift alle durchgehst, wenn du eben jetzt schon die Möglichkeit hast, von dem Srimad Bhagavatam zu hören? Also wenn du das Srimad Bhagavatam hörst, dann wird der Krishna nachlaufen und wird in der Herz springen und er sitzt und du wirst dann vorfinden, dass er wirklich schon Platz genommen hat in deinem Herzen durch das Hören vom Srimad Bhagavatam. Shushubi. Those who are eager for, those who are having desire to render some service. That's why yesterday I also told. Yesterday I told that without serving you cannot get. You cannot get. Also ohne Dienst kannst du den Höchsten Herrn nie wirklich zufriedenstellen. You have no chance to get that knowledge. Oder das Wissen kriegen. Upadekshayanti jnanena tattvasadashina. Upadekshanti, also die sind dann gebunden, dir das Wissen zu geben, durch deinen Dienst, was du denen leistest. Tatvidi pranipadena prabhashna sevaya. In der Srimad Bhagavatam Katha. Da ist dasselbe, Shushubi, diejenigen, die was eben gewollt Dienst leisten zu Krishna. Shushubi, für die
ist es ein Muss, wenn die das Srimad Bhagavatam hören, nachher nimmt Krishna schon in dem Herzen Platz. Shabda bedeutet innerhalb von kurzer Zeit. Also ganz plötzlich. Dann findest du Krishna in deinem Herzen vor. Wenn du wirklich die Stimmung hast des Dienstes zu Krishna und du hörst Srimad Bhagavatam, nachher ist Krishna gebunden und wird in dein Herz kommen. Und du kannst ihn in deinem Herzen einsperren dann. Und dann kann er nicht mehr rausgehen. I'm explaining Dharma projjhita-kaitava, somehow you understand? Also die Verse gibt es alles so viel zu erklären, aber er schneidet sie jetzt an. Nigama-kalpa-taru kalidam phalam sukhamukhat amritam traf samritam Pivato Bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bhuvi bhavuka nigama-kalpa-taru galitam phalam sukho mukhad amrita dava samyutam Pivato Bhagavatam rasamalayam muhuraho rasika bhuvi bhavuka nigama-kalpa-taru galitam phalam. From transcendental world you can get two procedures. One is Nigama-kalpa-taru von der transcendentalen Welt kannst du zwei Prozeduren kriegen, zwei Wege. Eines Nigama und eines Agama. Also zwei Kanäle, durch die das spirituelle Wissen verteilt wird. Agama und Nigama. Nigama ist Veda. Nigama-kalpa-taru. Und der Srimad Bhagavatam, das ist wie eine flüssige Frucht. Das haben wir jetzt nie gehört, über flüssige Frucht. Wie kann das sein? Wir können das nicht verstehen. Aber den Punkt muss man ganz klar fühlen. Weil sonst kannst du denken, oh, was die da schreiben, das ist unnötig so, das auszudrücken. Aber das muss man richtig verstehen. Nigama-kalpa-taru, das bedeutet, die vedischen Schriften, das sind so verzweigt wie ein Busch, als Äste von einem Baum. Tausende von Ästen, untergeordnete Äste und höhere Äste, dickere, dünnere, so viele. Aber früher, am Anfang war es Rig, Jajur, Atharva, Veda. 3. Aber Rig Veda ist der älteste. Also wenn du die Essenz kriegst von den 3, dann dieses Veda nennt sich auch Kalpa-taru, also ein wunscherfüllender Baum. Weil die meisten Leute, die wollen im Dinge, oh, ich will Kinder, ich möchte viel Geld haben, ich möchte eine schöne Frau, viele verschiedene Wünsche. Ich möchte die Person töten. Also, somehow they come in bhajan line, they are doing Harinam, they are like to kill that man. If you do Harinam, and if you want, then I like to do some harm to that people, it can be done. But you cannot get Prema in whole life. Also du kannst zwar sogar solche Vergehen begehen, dass du die heiligen Namen chantest und dass du da dann denkst, dass du irgendwann anderes was Schlechtes antun willst. Du chantest die heiligen Namen Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare und denkst da, oh, der soll sterben oder dem soll was Schlechtes passieren. Und dann wird es ja passieren, aber du musst da denken, dass du niemals so die reine Liebe zu Krishna erreichen kannst, sondern du fällst runter und runter. Weiter und weiter.
so die Frucht, die hat also keine Haut, keine Samen. In dem Sinne ist es als Flüssigkeit zu verstehen. So flüssige Frucht. Wir können normalerweise einen Juice, einen Saft kriegen, durch das man es eben in der Maschine zerkleinert oder in einen Shake. Aber wir haben das nie gehört, dass eine Frucht so flüssig ist. Aber das ist die reinste Frucht, da ist nichts zum Wegzuwerfen, keine Haut, keine Samen. Das ist alles flüssig. Das ist reiner Saft. Auf die Art und Weise, das ist der wunscherfüllende Baum, nigama-kalpa-taru, galidam-phalam. Also was immer du da wünschst, das kannst du kriegen durch das. Also je nachdem, auf was für ein Adhikar, was für Stufe du stehst, du kannst alles kriegen von den vedischen Schriften. So in dem Fall ist es ein wunscherfüllender Baum. Suk is just compared with a bird, Sukpaki. Suk ist wie ein Vogel, so wie ein Papagei. Also wenn du dem was vorsprichst, dann kann der sich an das erinnern und spricht es nach. Also wir haben unsere Erfahrung in der materiellen Welt, wenn dort ein Mango am Baum hängt und ein Vogel, ein Papagei, der kostet die Frucht, nachher wird die Frucht süßer als wie andere Früchte. Man kann das selber versuchen. Mangos sind sehr süß, aber die Mangos, die was gekostet worden sind von einem Papagei oder von einem Vogel, dann ist es süßer und süßer. Das ist da die Philosophie. Sukha ist so große Devotee, so bei dem Berühren von Shukadev Goswami, bei seinem Lotusmund, durch das kriegen wir mehr und mehr süßeren Nektar. Sukha mukam amritam savitam. Also das ist extra Nektar, was wir da kriegen. Bibato. Das ist der herkömmliche Ratschlag an alle. Bibato rasam alayam. Rasam alayam, das ist ein wichtiges Wort. Rasa bedeutet Geschmack. Rasa. Vishwanath Thakur, der erklärt es Rasam alayam. Das bedeutet, dass du trinkst und du fühlst dich bis du ohnmächtig wirst, betrunken. Und Sridhar Goswami, der spricht auf die Art in seinem Kommentar, wenn du rausgehst aus der materiellen Welt, nachher trinkst du auch das weiter in der spirituellen Welt, in Nitya Jagat. Also manche, die erklären das so, manche erklären das so, aber alles ist gut, ausgezeichnet, weil das die Schrift Bhagavatam ist, so alles von den realisierten Säulen, was da gesprochen ist und gesagt worden ist und erklärt worden ist, das ist alles richtig und alles kann man von allen Seiten beobachten und anschauen. Sridhar Goswami, Vallabhacharya, alle. Weil es eben Krishna selber ist. Und nach unserer Stufe können wir also wenn Krishna die Wrestling-Arena betretet, dann sind viele
Die Devotees sehen dann alle, Krishna alle von anderen Seiten. Die Gopis sehen, oh, es ist Kamadev. Die Yogis sehen, das ist die Paramatma. Die Kurhirtjungen, die sehen, oh, das ist unser Freund. Und unser Vater und Mutter sagen, oh, das ist unser Sohn. Oh, Kamsa ist so herzlos, er erlaubt das Kämpfen mit so einem jungen Buben. Auf die Art sieht jeder jetzt Krishna anders. Sagen wir mal ein Beispiel, wenn der Diamant da ist, im Sonnenlicht, dann sieht der eine jetzt von der Seite rotes Licht und der andere sieht es mit einer grünen Farbe und der andere sagt, es ist violett. Und die streiten sich dann gegenseitig, oh, das ist so, du sprichst jetzt falsch, ich bin recht, du bist falsch, er hat recht. Aber in Wirklichkeit, der Diamant, der hat von allen verschiedenen Seiten verschiedene Farben von Licht, strahlt er aus. So alles ist richtig und alles hat Hand und Fuß. Und somit ist es mit Krishna auch. Wenn man den anschaut, von verschiedenen Sichtweisen, alles sieht man in der Farbe so, und alles hat seine Richtigkeit. Muhur Maho, das bedeutet ununterbrochener Fluss. Gibt jetzt ein Beispiel, wie wenn Parikshit Maharaj den Nektar trunken hat vom Hare Katha, ohne Unterbrechung. Keine Unterbrechung ist da. Nicht, dass es irgendwelche Pausen gibt, dass du gehen kannst und Wasser trinken kannst. Tag und Nacht, ohne Unterbrechung, Hare Katha war da mit Parikshit Maharaj. Und der hat dort gehört und Shukadev Goswami Maharaj hat gesprochen. Muhur Aho. Bhuvi. In der materiellen Welt. Also er hat da gestern gesagt, dass die Halbgötter, die wollen auch. Die haben ihm gesagt zu Shukadev Goswami, warum Parikshit Maharaj, trink doch den Nektar, dann kannst du unsterblich werden. Aber Shukadev Goswami sagt, nein, wir wollen nur den Nektar, den vom Srimad Bhagavatam trinken, auf die Art und Weise. Muhur Bhavo Rasika. Rasika, das bedeutet das Wort, die was im Rasa, die was das kosten in ihrem Herzen. Also 5 Rasas gibt's, aber der höchste Rasa ist Madhurya Rasa und mehr gefiltert ist es Parakya Rasa. Also in Brajadam, in Vrindavan wirst du finden, they are enjoying Shantarasa. Shantarasa. Different kind of rasa they are exchanging with Krishna. Also verschiedene Rasas. Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya, Madhurya. Das sind 5 verschiedene Arten von Rasa. Und auch materielle Leute, die tauschen materiellen Rasa gegenseitig aus, miteinander. Das ist warum Kapila Dev, der hat seiner Mutter geraten, dass das eine Art von Bindung ist. Also Kapila Dev gibt den Ratschlag zu seiner Mutter, hey Mutter, but be careful, mother. If you are going for evil association, it's one kind of bondage for you. Also wenn du
die Gemeinschaft hast mit materieller Gesellschaft, wenn du einen Sohn hast, der was nur materielle Dinge ausführt, kein Bhajan macht, nachher ist es eine Bindung für die, sagt Shukadev zu seiner Mutter. Also materielle Leute, die können nicht rauskommen aus der materiellen Verstrickung, ohne dass sie eine extreme Liebe für Guru, Vaishnava und Bhagavan entwickeln. Ansonsten sind sie gebunden und gebunden, weniger oder mehr. Muhur aho rasika. Also rasika, Bhuvi Babukaha. Bhuvi bedeutet in der materiellen Welt. Babukaha, der was immer im Herzen die Stimmung auskosten. Babukaha. Die denken immer. Also Babukaha, das Wort, wenn er das erklären will. Then I can speak other way. Almost same meaning, but you will have to understand it. Also gibt es verschiedene Bedeutungen. Also Philosoph ist kein materieller Philosoph, sondern transzendentaler Philosoph. Und Philosophen, die denken immer über irgendwas. Kavi, Philosophen. So, Rasika Bhubi Bhavuka. Rasika Also die trinken den Nektar immer und immer wieder. Also ohne Unterbrechen. Non-stop durchgehen. Also wenn du eine materielle Einstellung hast, dann denkst du, okay, am Morgen, da habe ich jetzt gechantet von 4 bis 6 und nachher gehe ich am Nachmittag zum Markt und streite mich da mit dem Verkäufer. Nachher brichst du dein durchgehendes Bhajan, aber Sadhu, der unterbricht es nie. Gibt es keine Unterbrechung. Srila Goswami Maharaj, Srila Prabhupada, Vaman Goswami Maharaj, die unterbrechen den Fluss nie zur höchsten Persönlichkeit. Die trinken und trinken mehr und mehr. Now I come to this point, whereas you can find yesterday you also told, as Sanokadi Rishi, they are waiting. Also Shaunak Adi Rishi, die bereiten eben jetzt eine riesige Feuerzeremonie vor Ayagya. Aber das Feuersacrifice, das ist nicht wirklich der wirkliche Grund. So. But here we find in Naimishthat, I already told you, at present we are discussing this Bhagavatam in the 3rd edition. Also das ist die 3. Ausgabe von Srimad Bhagavatam, was wir diskutieren. Das von Naimisharanya, nicht der in Sukdal von Parikshit Maharaj. Das ist die 3. Version, was wir diskutieren. That session, Bhagavad Katha, took place at the bank of Gomati Ganga. Also auf dem Ufer von Gomati Ganga in Naimishthat. There, that edition we went. So here automatically, Om Naimeshe Animeshe Khetre Risayo Sanakadayo Satram Sargayo Lokayo Sahasram Samamasatah. Om is Omkar. Omkar, das ist das Wort, das Silber ist der Same der ganzen Kreation. Wenn du das aufteilst und splitterst, das Wort ist es A-U-Ma. Om Naimeshe Here Naimeshe Animeshe Khetre. Nimesh and Animesh. Nimesh und Animesh, von das Wort in Sanskrit und Bengali ist ein bisschen verschieden. Also ist ein kleiner Unterschied in der Aussprache.
in Bengalisch und Sanskrit. Animesh Kshetra. Das bedeutet Vishnu Kshetra. Aber weitere Informationen hat man dann über das Wort. Die Halbgötter und die Rishis, die Weisen, die haben gebetet vor Brahma, dass sie bitte den Platz, über den Platz Bescheid wissen, wo man am besten Meditation und Bhajan ausführen kann. Und Brahma durch mentale Geisteskraft hat dann sein Chakra losgelassen, und wo das Chakra jetzt landet, das ist der beste Platz. Und somit folgen sie jetzt alle dem Chakra und es geht runter. Und das ist dann der auserwählte Platz, was der beste Platz ist. Jetzt heutzutage findet man im Naimisharanya Chakra-Tirtha. Das ist Rotation. Also in Rotation, du musst Partner. Also er war da 30, 40 Jahre zurück. Nice. They actually, you can find Vyasa Gadi. Also dort ist Vyasa Gadi, findet sich dort vor. Also der Punkt, Vyasa Gadi bedeutet also Vyasasana, wo Shukadev Goswami gesprochen hat. Den Ort kannst du da finden. Animesha two kind of selling we can get. Anyway, it is written sometime, within fraction of second. Also es ist manchmal geschrieben, dass in einem kleinen Bruchteil von einer Sekunde, wie zum Beispiel im Blinken vor die Augen, Nimesh. Hindi bolte lapak chapak. Within that fraction of second, also in dem kleinen Bruchteil von der Zeit hat Bhagavan und Gomukh Rishi, da hat es ein Problem gegeben. Und Bhagavan ist dort hingekommen in Naimisharanya und hat all die ungünstigen Einflüsse und dämonischen Einflüsse ausgelöscht. Und von dort an hat sich das Nimesh genannt. Nimesh Chakra, das ist eine Rotation von dem Rad, von dem Feuerrad, dem Chakra. Es ist wie erleuchtend wie eine Sonne, ein mentales Chakra, was von allein reißt. Und der Platz, wo das landet, das ist der höchste Ort für Bhajan. Okay, but they are starting Yajna, fire sacrifice for thousands of years. Aber Thousands here, 1000. Die haben jetzt Feuer-Yajnas für Tausende von Jahren gemacht. 100 years to 100 years, 1000 years. 1000 Jahre. Sahasrasama. Toy koda tu munayoho pratur huto hutagnayo satkritam sutamasinam prapuchum midamadara. To say that Rishi, the Sanukadi Rishi, they also Shaunak Adi Rishi am Morgen, some fire sacrifice, morning time, oblation. Die fangen schon an mit der Feuerjagd, dass sie eben gewisse Dinge dem Feuer opfern. In fire, they are giving some sacrifice. This. After that, they find in the meantime, Shukadev Goswami already there. Nachher sehen sie, dass Shukadev schon angekommen ist. Und alle freuen sich und machen ein Asana für ihn und verehren ihn mit aller Freude.
After they started asking some question, nice. Satkritam. Satkritam means Nachdem hospitality. fragen sie And in ihm most bestimmte precise way, Fragen. give full honor, Also sie respect. haben ihn voll akzeptiert und verehrt. Pranam, Adi, Dandavat, Satkritam. Prapachum idamadara. Very, very with glad. They are very carefully, with love. Also They are total putting mit some Liebe question in haben front sie of dann this ihm Fragen Shukadev gestellt. Goswami. Because Und mit after offenem Herzen. Shukadev Goswami Weil is the nach top dem, speaker. Or I would say this nach way, Shukadev Goswami ist Shukadev Sutadev Goswami Goswami is the top speaker. der Still, I beste would say, Sprecher vom by the Srimad mercy Bhagavatam. of Shukadev Goswami, Aber man kann ja sagen, bei der Barmherzigkeit von Shukadev Goswami ist Sutta Goswami auf der gleichen Stufe wie Shukadev Goswami. Shukadev Goswami also equivalent, same. Because Snigdasya Sishtasya Snigdasya Shishasya. Anyway, Gurudev giving power to Snigdasya Shishya fully. Also Gurudev, der gibt immer seine engen Schüler die ganze Kraft. Das ist da, das ist dann da. Wenn Shukadev Goswami das erklärt, das Srimad Bhagavatam, oder wenn Sutadev Goswami das Srimad Bhagavatam erklärt, ist fast dasselbe. Gibt es kein Problem. Krass. Also das ist auf derselben Stufe. Sutadev Goswami is the only person enjoying full kippa. Also Sutadev Goswami ist die Person, was die volle Barmherzigkeit kriegt. Im Suktal Kshetra, was sind so viele da, aber Sutta Goswami kriegt er die Barmherzigkeit von ihm. Von so vielen Tausenden. So Sutta Goswami sitzt da und Shaunaka Rishi in einer ganz themenartigen Weise stellen sie ihm jetzt Fragen. Und die Rishis, die fragen, Taya, we heard, we know that you are the only person. Taya khalu Purana. also Tayaha, wir haben gehört, dass du die einzigste Person bist, sinless, anagoman nispa. Taya khalu. Khalu means nishchitameva. Taya Khulu, Definitely. das bedeutet definitely, also mit Sicherheit. Puranani means bahuvachan. Puranani ist im Plural. Die 18 Puranas. All other Puranas 17, different kind of Puranani. Or I can say Upa-Purana also included here. Because Puran 80 types. Also Puran 18 types. But Upa-Purana is the 18 Arten. Aber es gibt untergeordnete Sub-Puranas. So, was Shaunakadi Rishi sagen will, sie sagen, du bist eben durch alle Schriften gegangen. Sagt jetzt Shaunaka Rishi zu Sutadev Goswami. Du hast das alles durchforscht und studiert und gelesen. Also du bist eine ganz besondere Persönlichkeit. Und wir wissen, dass du das schon eben gelesen hast und vor so vielen Leuten gesprochen hast. Akshatani opi adhitani dharma sastani jani uto. Everything you jani veda vitam sreshto bhagavan bhadrayana anne jamunayo suto paravara vido vidu jani veda vidam sreshto bhagavan bhadrayana vedogyo sreshto bhagavan bhadrayan Sagun Brahma, Nirgun Brahma, Tattva Vetya, and another all rishis, they are there. They are having some impersonal Brahma, some personal Brahma, they are knowing so many things.
Jani Vedo Vidam, Jani Vedo Vidam Sreshto. Those who are knowing Veda, some Also meaning die, of was Veda, die Bedeutung von die Vedas wissen, von denen bist du der Höchste. Also viele Rishis und Weise, die wissen was über die höchste Persönlichkeit, aber eben nicht so vollkommen wie du. Du bist die auserwählte Person, von der wir hören wollen. Alle haben dich so gern und lieben dich, weil du eben da Snigdha Shishya, der ganz enge Schüler von Shukadev Goswami bist. Every old Rishi Muni or those wise people, they also love them, right? Naturally, they have submission, love, appealing attitude. So by their mercy, you are knowing everything. So the same Siddhanta what I am speaking, I told from Bhagavatam. Demütige Art und Weise weißt du alles und du hast die Möglichkeit, uns das zu erklären. Going to speak everything. Sadhguru, Nothing secrecy is left there inside the heart of Guru. Der kann nicht vor seinem engen Schüler irgendwie was verstecken. Das reine Wissen wandert genau auf die gleiche Art und Weise zu ihm. Also du bist so barmherzig, bitte sprich. Also all die Geheimnisse in den transzendentalen Schriften, die kann er sprechen. Also wir bitten dich, bitte kannst du uns die Essenz von all den Schriften erklären. Bhavata, das ist ein verehrbares Wort in Sanskrit. Bhavati, Strilinga. Bhavata, Punglinga. Also denk da, so nach deiner Rechnung, nach deiner Verständnis, was ist jetzt das Beste? Wir haben eben keine Zeit in unserem kurzen Leben durch das und das und die Schrift zu gehen. So erklär uns bitte für was du dir jetzt entschieden hast, was das Beste ist. Und gib uns dann Bescheid. Und was eben die beste spirituelle Praxis ist, das beste Sadhana. You will have to speak. Pungsam means Pumsam bedeutet diejenigen, die was einen Körper haben. Pure Dehe Vasati Purusha. Für die ganz normalen Leute, Pumsam Ekantata, du musst das Absolute sprechen, bitte, sodass wir alle den höchsten Benefit von dem Allen kriegen. Warum sprichst du auf die Art und Weise? Weil eben, oder warum sprechen wir so? Weil eben das Lebensalter in dem Zeitalter so kurz ist und man hat nicht viel Zeit. Mando bhagyo hi upadruta al bachan prayena alpaishaha sabhyo kalu asmin yuge yanaha. And they judge in Kali Yuga, these people, they are very short life. Lifespan is very small. Im Kali Yuga sind die Leute, haben eine ganz kurze Lebenszeit. Kalu asmin yuge yanaha. Mandaha sumanda matayo. Manda bhagyo hi upadrita. Their body is not fit
Also der Körper von denen und die Denkungsweise, der Geist, der ist nicht in der so ausgebildet, dass sie eben über das wirklich nachdenken und hören können. Die haben keine Geduld. So deswegen sag uns bitte die Essenz. Also Manda, für denen die Logik, die ist ganz schwach und ganz arm. Also er kann ein Vers sagen im Bhagavatam vom 10. Vers. Also unser Geist, da ist manchmal wie keusche Frau und manchmal wie Prostituierte. In Englisch gibt es da keine wirklichen Wörter. Oder wenn ein Bengali oder Hindi spricht, dann gibt es viele Wörter. Also manchmal handelt der Geist wie eine Prostituierte und manchmal handelt der Geist wie eine reine Frau. That in this sense I am using this word. I am very sorry. But actually, mandaha samanda matayo mando bhagya upodhita. Mando bhagya. I am not manda bhagya. I have so many property. You are actually foolish. Manda bhagya means your mind not also Manda Bhagya bedeutet, dass du eben nicht die Lotusfüße von Guru und Krishna berührst. Also das ist großes Unglück. Also der Glück ist, du hast in Wirklichkeit, es ist Unglück. Du denkst, du hast so großen Einfluss in der materiellen Welt, du führst eine große Gesellschaft oder du hast viele Anwesen. Aber die Mentalität, das ist in Wirklichkeit ein Riesenbindung für uns. You go on thinking and your judgment is very pure, you know, and that very thing we like to hear, what you take decision, you have to take decision. Bruhi bhadrayo bhutanam jena atma suprasidati, not prasidati. Each and every word, if I go on explaining, also der kann jetzt Wort für Wort, kann man ihn jetzt splitten. Und das dauert so lang, dass du Monate für Monate nur Wörter erklärst dann. Also für den höchsten Benefit. Bhutanam Bhadrayo, für wen? Bhadraya Bhutana. So dass Jena Atma Suprashida nicht Prasidati. Also heutzutage vergnügst du dich und du fühlst dich glücklich, aber das ist nicht wirklich das Glück, von dem wir sprechen und das, was wir meinen. Su, Pra bedeutet, also da gibt es gewisse Stellen in Sanskrit, gewisse Wörter, die was dann das Wort, bevor die kleine Abkürzung steht, gibt dem Wort mehr und mehr Kraft, mehr und mehr Ausdruck. Also die höchste Zufriedenheit, das wird dort erklärt. Und das ist nur möglich in Srimad Bhagavatm Katha. Dann kannst du das erreichen und sonst nicht möglich.
So this way they are, in appling mood praying in front of the Shukadev Goswami and Also auf speaking die Art und Weise beten sie vor Shukadev Goswami jetzt, dass er spricht. Apanna Sanskritim Goram. Apanna Sanskritim Goram is big, Apanna Sanskritim Goram, also das ist ein ganz furchtvolles Samsara, Kreislauf von Geburt und Tod in der materiellen Welt. Aber wenn du irgendwie die Möglichkeit hast, in den Namen von Krishna, Govinda, Narayan zu sprechen, Apanna Sanskritim Goram Jannama Vivaso Grinano. Without any force, automatically also, somehow if you speak out this name, like Ajamil. So wie du, dass du den Namen aussprichst, so wie Ajamil. Instantly, Krishna can make him free of the problem, torture. Also, dann sofort kann Krishna als so eine Person, der was das hört, befreien von dem Samsara. Now we like to hear that nectarian katha. Please, Bitte lass uns jetzt hören den Nektar, die Hare Katha. Also wir wollen im Hören jetzt für den. Wir haben die Fragen. Beantwortet uns die bitte. Was ist das höchste Wohl für die Seele? So bitte sprich zu uns. Durch das der Weg, durch das die Seele den höchsten Nutzen zieht und die höchste Erfüllung erhält. Also wenn Krishna im Bauch von Devaki war, über den Krishna wollen wir hören. Also viele verschiedene Lila-Avatare und viele verschiedene Aktivitäten, was dort ausgeführt worden sein. Wir wollen über die Dinge hören. Also was für Spiele hat Krishna da ausgeführt? Bitte sprich. Oder die 5. Frage. Viele verschiedene Avatare. Was ist die Spezialität von den Avataren? Was haben die für verschiedene Lilas ausgeführt? Wenn Krishna Bhagavan die materielle Welt verlassen hat, dann was ist passiert? Yogeshwar Krishna, wo er in die spirituelle Welt draufgegangen ist, wie ist dann Dharma geschützt gewesen? So, das sind 6 Fragen, die was wir von dir bitte gerne beantwortet haben wollen. Weil wir kriegen die jetzt durch die Barmherzigkeit von Krishna, bis du vor uns auftaucht. Wie zum Beispiel in einem Boot. Tamna sandarshitu dhatra dustaram nistitiryatam kalim satyaharam pungsam karnadharo ivarnavam. Ivarnavam is material ocean. Here Krishna sending you to act as a boatman. Also Krishna, der sendet die jetzt zu uns, zum Shukadev Goswami, sagen sie das, wie am Bootsmann. Also wir sind alle auf dem Boot und du lenkst uns jetzt den materiellen Ozean zu überqueren. Also bitte sprich uns und gib uns die Antworten, die was wir jetzt stellen. Because Kali going to take everything vitals from us all. In the meantime, by the mercy of Krishna, we are getting you as a boatman. Karnadharam ivarnavam. Bruhi yogeshware Krishne brahmane swam kastam udhunu pete dharmah kam saranam gataha. We want to hear all this different kind of question, 8:30. 8:30. Nice.
So you see, what question I see, you know? Also was für Frage? All these 6 questions Die 6 I like to Fragen, speak in Sanskrit also. die möchte ich mir jetzt gerne in Sanskrit aussprechen. Manchen Koba Bhagavata Hastasyo Punno Sloke Dakaramanaha Sruti Kamo no Srinuvad Yasoho Kali Malapaham Koba Bhagavata Hastasyo Punno Sloke Dakaramanaha Sruti Kamo no Srinuvad Yasoho Kali Malapaham. I already explained, so I can go on speaking in Sanskrit. Tasso karmani udarani parigitani suribhi bruhi no saddhananam lilaya dadato kalaha atha khyaihi hare dhiman avataro katha subha lila vidodhata swairam isvara swatmo mayaya Vayam tu na vritti pamo uttam sloko vikrame jat srinnatam rasa jnanam sadhu sadhu pade pade. Vayam tu na vritti pamo uttam sloko vikrame. Vayam tu na vritti pamo uttam sloko vikrame jat srinnatam rasa jnanam sadhu sadhu pade pade. We are not getting total satisfaction. Wir haben keine Zufriedenheit, das ist so Nektar. Also wir wollen mehr und mehr hören, wissen. Also wir sind nicht komplett zufrieden. Wenn immer wir Hare hören, fühlen wir uns immer und mehr durstig und wollen mehr und mehr hören. Uttam sloko vikrami yat srinnatam rasa jnanam sadhu sadhu pade pade. If we go on hearing, we more thirsty increases. We never feel satisfaction. Wir sind nie, What to do? wir haben nie genug von dem Nektar. Wir wollen immer mehr und mehr trinken. What kind of different lila? Also was für verschiedene Arten von Lilas macht Krishna, macht Ram. Also es ist nicht eine wirkliche menschliche Form, es ist Kapat. Sehr, sehr clever, sehr... Is kapat man, is kapat. Very clever. So we like to hear. Otimartani Bhagavan Guru. Atimartani. Kritavana Kila Karmani Saho Ramana Keshava. Otimartani Bhagavan Guru Kapatamansa. Is like man. It's not actually man. Wie Mann oder Mensch. Aber er ist nicht so. Also Krishna, der handelt nur so auf die Art und Weise, dass er ein Mann ist. Aber es ist in Wirklichkeit die höchste Persönlichkeit. Es schaut alles nur so aus. 88.000 Rishis, die sitzen eben dort jetzt in Naimisharanya und hochen von Shukadev gesungen. Ist es das höchste Feuerzeremonien auszuführen, Feuerjagas. Kolim agatom agyayo khetre asmin vaishnave vaya asmin khetre. Asmin khetre, das bedeutet Naimisha Kshetra, das Naimisharanya. Dort sitzen wir alle. Very carefully. We know Kolim agatam agyayo khetre asmin vaishnave vayam asmin khetre vayam vaishnavaha. Arranging one fire sacrifice, but that sacrifice is not our ultimate objective. Also dort, wo wir die Feuerjahre aufführen,
Der wirkliche Grund ist nicht das Yaga, sondern Hare Katha. Asina, we all seated here. Asina, dirgo satrena. Also wir alle sitzen da und für lange Zeit haben wir schon solche Feuerjagas ausgeführt. Aber das ist nicht unser ultimatives Ziel. Kathayam Shakshana Hare. Also wir wollen in Wirklichkeit die große Möglichkeit nutzen und wir wollen uns von allen materiellen Dingen zurückziehen und nur mehr unser Leben mit Hare Katha, um über Krishna zu hören, zu verbringen. So wie wir Purushottam-Vata wegwerfen. Also wir wollen nur Hare Katha und Hare Krishna. Nichts, keine schlechten oder guten Dinge, wir sind nicht interessiert in das. Wir wollen nur Hare Katha und Harinam. Param Vijayadesi Krishna Sankirtanam. Das ist Siddhanta von Srila Chaitanya Mahaprabhu. Kathayam Sakshana Hare. Now we come to know, oh, this is the secret reason for why they are sitting here in Und jetzt wissen wir eben das Geheimnis, warum die da sitzen. Die wollen eben Hare Katha hören. Very nice, actually. That's the same Siddhanta I explained by Prabhupada. Dasselbe Siddhanta erklärt von Prabhupada. Everything is complete when I am being Sankirtan. Prabhupada already explained. Alles ist komplett, wenn du Sankirtan ausführst. Und jetzt kommen wir ins zweite Kapitel. Iti sankrasna sanhesto vipranam romaharsani pratipujyo vachastesham pravaktum upachakrame pravaktum prakishta rupena bhaktum areve. Prakishta rupena bhaktum areve. When he started speaking very, very nicely, with very enthusiastic way, because all those, Sanakadi Rishi, also er hat ganz enthusiastisch angefangen, weil sie ihm weil er ihm jetzt die ganzen wichtigen Fragen gehört hat. Pariprashna bedeutet, eben die wichtigen Fragen stellen. Nicht, dass du nur Fragen stellst, dass du die Person testest oder... So, Pranipatena Paripasna means for personal benefit. Also es ist wirklich Fragen, die was man da stellt, für das persönliche Wohlbefinden auf eine demütige Art und Weise, nicht um den Gegenüber, den Sprecher zu prüfen, wie viel er weiß. Das bringt uns nur dann in Runterfall, wenn wir so handeln. Now start speaking this Bhagavatam. Sisuto vaja yang bravayan manapeto mapito krityam Dvaipayano viharakata dharmah putreti tanmayatayataro vinedus Tvam sarvabhutahidayam munimantasmi Yang bravayan tamapeta krityam Dvaipayano viharakata dharmah putreti tanmayatayataro vinedum Svam sarvabhutahidayam munimantasmi Yang bravayan manapetamapeta krityam Dvaipayano piraha katar ajuhava Yang bravayan manapetamapeta krityam I already explained this point. Also, denn wäre es
ist in Padma Purana Glorifizierung, der Vers ohne gewisse Samskara, Bereinigungen oder ist Shukadev Goswami eben aus dem Bauch gekommen. Und Vyasadev hat gerufen, oh Sohn, oh Putra. Also den Vers hat er schon besprochen gestern. Da gehen wir jetzt nicht tief ein. Also wer ist Vater, wer ist Mutter, wer ist Sohn? Putreti Dharma Tavayo. Kaputra. Ist nur das Echo zurückgekommen. Also wer ist der Sohn, wer ist die Mutter, wer ist... Die Auffassungen sind alle falsch. Und er weint eben nur, nicht weil jetzt der Sohn gegangen ist, sondern weil der Topf gegangen ist, der Behälter, zu dem er das Srimad Bhagavatam sprechen kann. Eingießen, sagen wir mal, gießen in den Topf. So deswegen weint er. Wir bringen unsere Erbietungen dem Shukadev Goswami dar. We all. Actually, Shukadev Goswami is speaking, Muni Manatosmi. That Muni, I am bow down in front of that Muni. Muni Manatosmi, Anatosmi, I am bow down. Yasanubhavam akhilos sutisaramekam madhyato dibamatitir satam tamandham samsarinam karunayaho puranavuyam tvam Vyasa sonupajamim gurum muninam Yasanubhavam akhilos sutisaramekam madhyato dibamatitir satam tamandham Samsarinam karunayaho Purana guhyam tvam Vyasa sonupajamim guru muninam. Yasanubhavam akhilo sutisara mekam madhyat deepamutititisatam tamanyam. We like to cross over this material ocean of ignorance. Also wir wollen den Ozean der materiellen Existenz überqueren und Shukadev Goswami ist der erste, die einzige Person. It's an arrangement by Lord. And after that, Sanubhavam akhilo sutisara mekam. Out of his own great feeling, heraus von seinem reinen Gefühl repräsentiert er sich vor uns. Akila Sutisaram, Alveda, Vedanta, die Sar, die Essenz, die Creme, Yasu Anubhavam Akila. Adhyata Deep, das ist ein spirituelles Licht. So wie Shukadev Goswami jetzt das Licht aufzeigt für uns, die Fackel des Wissens, so dass wir den Ozean der Unwissenheit überqueren können. Und für die materiellen, gefesselten Leute ist es eine Riesenhilfe, was wir da kriegen. Out of his causeless mercy, Shukadev Goswami giving us so great thing, Samsarinam Karunayaha. Samsarinam Karunaya. Purana, das bedeutet des Purana. Purana Guhyam, das ist das höchste geheime Purana. Das Geheimnis vom Geheimnis. Purana Guhyam. Shukadev Goswami gibt uns jetzt die Möglichkeit,
das zu öffnen, das Licht durch das Licht zu sehen, so damit wir den materiellen Ozean überqueren können. Also der Vyasa. Vyasa Suno bedeutet pur, Guru Muninam. Shukadev Goswami, der sagt, das sind so viele Gurus, aber Sutta Goswami sagt, Tvam Vyasa Sunam Upayani Gurum Muninam. Der all Muni und Guru, aber er ist der höchste Guru, der höchste spirituelle Lehrer. Guru Muninam. Sansari nam karuna yaho puran huyam tvam vyasa sunam upajami guru muninam yasan bhavam akhila sutisaramekam adhyatva deepam tititi satam tamanyam sansari nam karuna yaho puran huyam tvam vyasa sunam upajami guru muninam. He is the topmost guru of all gurus. Also ist der höchste Guru von allen Guru. Jai Krishna Tattva Veda Se Guru. Also wer das die Geheimnisse von Krishna weiß, sei dir sicher, es ist ein Guru. Und jetzt bringt Shukadev Goswami Dandavat, Erbietungen da und Gebete. Shukadev Goswamis Gebet startet später. Yes, Shukadev Goswami started Harikatha, but forget Bandhana. Go on, I forget Bandhana, again started in between. Yes, Shukadev Goswami Bandhana. Very nice. Shukadev Goswami, der spricht seine Gebete am Anfang, der hat ihm gleich angefangen, die Gebete zu sprechen, und deswegen hat er sie später gesprochen in der Mitte. Und nachher hat er wieder weitergesprochen, Srimad Bhagavatam. Narayanam namaskritta naram chaiva narottamam deving saraswati vyasam tato jayo mudirayet. It is the advice, you see, Shukadev Goswami is speaking. Shukadev Goswami, der spricht Narayanam namaskrittam. And naram chaiva narottamam. Who this Narayana Namaskritta Narancheva Narottama? Who? The Badrika Ashram, Naranayan. Also Naranayan im Badrik Ashram. Srila Goswami im Kommentar vom Srimad Bhagavatam sagt eben, dass es eben gesprochen worden ist von Naranayan Rishi zum Narada. Aber wir im Srimad Bhagavatam finden, dass es von Prema ausgeht zu Narada. So this way you see, Narayanam is second case vibhakti. Also Narayanam ist der zweite Fall, also das Sanskrit-Grammatik. Naram Jaiva, Naranarayan bedeutet beide, Nara Rishi, Nara Jaivam Narottamam, Narottama. Er ist Nara, and then Devim, this Devim, Saraswatim. Actually, if we think that Saraswati is here, Devim, but is Bhagavati Devi, Yogmaya is good, meaning. Devim, Saraswatim, Vyasam, each case ending separate. Follow my point. Very, very jugglery here. Sanskrit. Very, very nice. Very secret. Here, if I say Devim, Devim Bhagavati Devi, Yogmaya. Also Devim bedeutet Bhagavati Devi Yogamaya. Praudama. Devim, Saraswatim, Vidya Devi. Saraswati, die Gottheit der Gelehrtheit.
Devim Saraswatim und nach dem Vyasa. Zu allem bringt er seine Ehrbietungen dar. Und nach dem Jai. Why joy? What do you mean by joy? Joy means all glories. Jai bedeutet alle, Ramayana, Mahabharata, Bhagavatam, allen Ruhm. Jai, Jai Grantha. Because if you take shelter, you can cross this material world. That is Jai Grantha. Also das ist immer erfolgreich, da kann man immer den Ozean erklären, deswegen sagt man Jai, Jai Gurudev. Also da ist man immer siegreich, das ist die Flagge des Sieges. First of all, Shukadev Goswami going to congratulate. Also am Anfang Shukadev Goswami, der gratuliert allen denen Vaishnavas, die was dort sitzen, weil die haben sich so schöne Fragen gestellt, dass er eben jetzt die Möglichkeit hat, Hare Katha zu sprechen. Also die geben ihm die Möglichkeit, sich an Hare zu erinnern. Deswegen verehrt er sie davor. Weil eben durch die Fragen sind ja alle Leute in dem Universum, werden die begünstigt. Durch die Fragen. Wenn die Fragen und Antworten hören. Also deswegen werde ich... Deswegen werde ich... Sadhu prishto aham bhavadir lokamangalam yat kritaha Krishna sankvasno jenatma supasi. You are putting question related to Krishna. Also du fragst Fragen in Beziehung zu Krishna. So all die Fragen, die seien exzellent. So kommt nur Glücksverheißendes auf uns zu, wenn man die Fragen und die Antworten hört. Durch die Fragen und Antworten kriegt die Seele des Atma die höchste Zufriedenheit. Jena Atma Chahu Prasidati. Also die höchste Zufriedenheit kann man da erlangen. Und jetzt ist noch ein ganz wichtiges Siddhanta. Also das ist eine große philosophische Schlussfolgerung. Der Vers. Verstehe mit aller Sicherheit. Paro Dharma. Also es gibt viele Dharmas. Loka Dharma, Veda Dharma, Mano Dharma, Deha Dharma. Aber was ist die höchste Dharma? Paro Atma Dharma. Das Dharma der Seele. Savai Pumsam Paro Dharma. Also für die menschliche, Pumsam bedeutet nicht männlich. Pumsam, das Wort hat er schon erklärt. Pure. Pure Dehe Vasati Purushata. Also Mann und Frau, das bedeutet alles, nicht nur Mann. Also die, was ihren Körper annehmen. Sogar der Geist, der was nur einen feinstofflichen Körper haben, so wie Dhandukari, der hat eben auch alles Glücksverheißende, ist auf ihn zugekommen durch das Hören von den Fragen. Wenn sie die Kapazität haben zu hören, die Möglichkeit zu hören. Adaksacha, Srila Prabhupada hat die zwei Worte erklärt. Das erste ist Akacha und das zweite ist Adaksacha. Adaksacha, das bedeutet, derjenige ist hinter unsere jeglichen menschlichen Auffassen, was man nicht mit unseren Sinnen fühlen kann und spüren. Und das, was du spüren kannst, das nennt sich Aksacha. Vergänglich, perishable. That is called actually akhajo. And adakhajo means absolute truth. They are absolute truth. So, here it is written,
the savai pungsam paro dharmo yato bhakti adakhaje. Adakhaja is a Supreme Lord. Also Adakhaja ist der höchste Herr, Sri Krishna selber. Wenn du Bhakti machen willst, Bhakti ausführen, das ist der höchste Benefit für die Seele. Und die Bhakti sollte ohne Grund sein. Also Ahaituki bedeutet kein Grund, nicht, dass du irgendwie innerlich denkst, oh, ich kann das kriegen, einen schönen Mann, eine schöne Frau oder Property, Geld, durch das jetzt Bhakti ausführen. Nein, du sollst kein Grund dahinter sein. Und jede Situation, in der ich mich vorfinde, das ist die Arrangierung für mich von Krishna. Durch meine also man soll sich nicht unglücklich fühlen, dass man in der und der Situation sein. Savai pungsam paro dharmo yato bhakti radhakaje ahetukya pratyata yatmasu prasidati Vasudeva Bhagavati Bhakti Yogo Projjhita Janayatvasu Vairagyam Jnanancho Jadohitukam Vasudeva Bhagavati Bhakti Yogo Projjhita Janayatvasu Vairagyam Jnanancho Jadohitukam Vasudeva mean Vasudeva bedeutet also Bhakti Yoga, wenn unsere Bhakti Yoga in Richtung Vasudev geht, dann ist es ausgezeichnet. Vasudev ist ein anderer Name für Krishna. Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Projjhita. If we do bhakti for Vasudev, wenn du Bhakti für Vasudev ausführst, das ist ausgezeichnet. Warum? Janayatvasu. Weil wenn wir Bhakti zu Vasudev ausführen, nachher kann man im spirituellen Leben wachsen und Bhakti kann sich mehr und höher entwickeln. Bhakti Paresha Anubhav Virakta. Er hat es schon vielmals erklärt, den Punkt. Vairagyam and Gyan Ancha, Jad Ahitukam, causeless Gyan, causeless Vairagya, also grundlos Vairagya Pradhan, Jahadeki Prasanyahan Gaur Bhagavan. Krishna's Kaviraj is saying, and Gauranga Mahaprabhu's, and Jagadananda Pandit also writing this way. Also Srila Prabhupada und Jagadananda Pandit, die sprechen im Prema. Wir müssen das lesen, bevor du in das Srimad Bhagavatam hörst. Dort ist geschrieben im Prema. Gauranger Bhaktaganer Vairagya Pradhan. Those were the personal associates of Gauranga. Also die, was die reinen Geweihten sein von Gauranga Mahaprabhu und die, was dort Zuflucht suchen, die Devotees von Gauranga, die natürlich haben eine ganz natürliche also nichts Künstliches, keine künstliche Entsagung, sondern eine richtige Entsagung, eine natürliche Entsagung. Mahaprabhu, der hat da gesagt, oh, ruf Haridas, er soll mit mir Prasada nehmen. Aber also Srila Haridas sagt, ich habe keine Möglichkeit, ich bin so eine gefallene Seele, dass ich jetzt vor Chaitanya Mahaprabhu komme. So denkt Srila Haridas Thakur. Und Chaitanya Mahaprabhu ist sehr glücklich mit so einer Stimmung, weil eben
Wenn Chaitanya Mahaprabhu, der versteht das Herz vom Haridas, wenn du nicht so demütig bist, so Trinata Bisonichana, dann kannst du nicht Harikatha sprechen. Also du musst Trinata Bisonachani haben, um Harikatha zu sprechen und den heiligen Namen zu chanten. Also das ist ein Muss. Also Trinata Bisonichana und Respekt zu allen, das muss da sein. Ansonsten ist es nicht möglich, Harikatha zu hören, zu sprechen oder zu chanten. Das ist, von Chaitanya Mahaprabhu geht es dann aus. So ein Mahaprabhu, der fühlt sich total glücklich mit der wirklichen Entsagung von den Devotees, die was ihn umkreisen, die was in seiner, mit ihm sein. Und die Entsagung ist nicht artificial, also künstlich. Mit Yoga. Also das Vairagya, das ist Vidya, Gyan. Wenn mir, das kann sein, dass es dann zweigründig ist, die Entsagung. Innen drinnen so viel Anhaftung, aber nach außen hin sagen wir eben, dass wir mit ankraftet sein. Aber das ist Duplicity, das ist nicht richtig, das ist eine falsche, auf eine falsche Art und Weise, damit du was sagst, was du nicht bist. Deswegen will Srimad Mahaprabhu der Zag im Yukta Vairagya, die wirkliche Entsagung. So, Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga projjhita-kaitava janayatvasu vairagyam jnanancha jadahitukam ahituk Gyan, Bhakti, all you can get. All, you see, very important. Also ganz wichtig. Pungsam vissaksena kathasuja not padved yadiratim sramanevahi kevalam. Is very careful. Suppose you are Bhagavan Vasudeva Bhakti, Bhagavan Vasudeva. Also Bhagavan Vasudeva, wenn du Bhakti zu Vasudev ausführst, das sollte eben kein Grund dahinter sein. Und dann kriegst du automatisch Entsagung und Wissen, Gyan und Vairagya. As if you are following perfect Dharma, you are following Sammak Dharma, you are following, you are judging, you are practicing Sammak Dharma, perfect Dharma, but but you are not growing interest to hear Bhagavad Katha, then all your previous, activities all false. Dharmam samnusthitaha pungsam vishvaksena kathasuja not padet yadi ratim sroma evahi kevalam. Only you are putting energy, all is. Also wenn du nur Dharma ausführst, aber dann schlussendlich nicht das Ziel erreichst, dass du eine starke Gier entwickelst, Harikatha zu hören, dann ist das Dharma, hat keinen Wert. Das ist alles falsch. Until and unless in your life you are not developing tattva jigyasa, then your bhajan is false bhajan. Be careful. To come in front of Vaishnava, also wenn du vor Vaishnavas kommst oder vor dem Guru, das bedeutet, dass du wirklich reine Fragen stellen willst, so mit denen du da weiterhelfen kannst, so damit du weiter auf den Pfad kommst. Nicht damit du einfach Fragen stellst, dass du den Gegenüber, den Sprecher prüfst oder als Curiosity, als Neugier. They are not putting any question in front of Tattva Jnani, wise people. When it's Sadhu Guru Vaishnava, then his life is useless. He cannot get bhakti on anything, you see, all useless. Then I can explain, tomorrow that also morgen, how
First you will have kann to er dann hear, erklären, dass then du you can hörst Not und that nachher through kommt eyes Krishna you cannot in know. dein Herzen. Du kannst nicht Krishna durch deine Augen sehen. Pasvanti atmani cha atmanam bhaktya sruto grihitaya. This word is very important. Tomorrow I like to explain this point. Yam bravo yam manopetam apet krityam daipayana virahaka tarvajuhava putreti tanmayataya tarvo vinedum tang sarva bhuta hedayam Muniman tasmi Vancha kalpatarva srivasindha bhavicca Patidanam pavane bhavishna Bhyo namo namaha